So. Ich hoffe, man hört mich. Ja. Ja, spät dran. Bei Barclay war es gerade sehr spannend. Hui. Ja, jetzt hart überfordert gerade selber. 65 Punkte für einen Sieg. Aber das musste ich mir jetzt nochmal reinziehen. Das passt. Das machen wir da hoch. So, ja, einen schönen guten Tag. Oh, Barclay hat es echt geschafft. Gewonnen mit 10 Sekunden Vorsprung. Die Messlatte liegt hoch. Ich bin gespannt, ob es strategisch bei mir auch aufgeht oder ob Vollkatastrophe. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Aber freue mich sehr für Barclay. Grüße gehen raus. Könnt ihr auch gerne mal unten in der Videobeschreibung bei Barclay Gaming noch schnell reinhuschen und gratulieren. War echt ein starkes Rennen. Echt stark gemacht. So, dafür bin ich jetzt wieder viel zu spät. Ich konnte jetzt keine Trainingszeiten fahren wie sonst, immer noch mal 10 Minuten vorher. Ja. Schauen wir mal. Zur Not. Servus. Also Barclay, sein Rennen war ja Hammer, ne? Ich habe jetzt auch kurz, glaube er war durchs Ziel, wo es dann Punkt 12 Uhr jetzt losging, aber das musste ich mir noch zu Ende angucken. Aber richtig schön geworden. Richtig schön. Freut mich für ihn. Richtig geil. Das habe ich sogar von Barclay sein Rennen Adrenalin, dass ich jetzt schon gestresst bin, obwohl ich jetzt fahren muss. Hervorragend. Herz blubbert schon wie wahnsinnig. Und ich bin noch nicht mal gefahren, richtig. So, ich hoffe vom Ton her passt alles. Wie gesagt, ich war jetzt so am Mitfiebern bei Barclay, dass ich meinen Stream jetzt eigentlich nur so reinwerfe ins kalte Wasser.
Ach so, nochmal schnell auf Toilette. Was haben wir gefahren? Wow, 50,7. Huch. So, bin gleich wieder da. Grüßt euch erstmal alles, Lars, Christian, Barclay. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ja, die müssen was am Asphalt gemacht haben. Weil letztens ging es einfach nicht, ja, eine niedrige 1,52. Also irgendwas müssen sie nachgebessert haben am Asphalt. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Strategie jetzt wahrscheinlich so super wie bei Barclay, die lief, bei mir wahrscheinlich jetzt nicht funktioniert. Ich bin gespannt. Ich schwitze jetzt schon von Barclay sein Rennen ohne Ende. Glückwunsch nochmal. Barclay echt stark gewesen. So, jetzt nochmal gucken. Rennen hart. Bremsballons passt. Fahrhilfe passt. Habe ich das andere? Ja. So, sollte passen. 5. Platz. So ungefähr so die Position, die Barclay, glaube ich, auch hatte, 4. oder sowas. Ja, jetzt heißt die erste Runde überleben. Und dann, ja, mal gucken, auch so entscheiden wie Barclay. Habe ich dann Luft nach hinten? Weil die sind 0,5 langsamer, circa wie ich. Dann eventuell auch mit dem Weißen ein bisschen Dings rausholen. Noch ein paar, 1, 2 Runden. Und ja, so, Trinken steht bereit. Bonbon schmeiße ich mir ein. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Also für ein Nervenkostüm, fürs Nervenkostüm wäre es eigentlich gut, wenn ich gleich nach der ersten Runde in die Box fahren kann, dass ich mein Rennen für mich fahren kann, ne? Weil wenn du wieder vor dir und hinter dir jemanden am Pushen hast, geht das meistens schief bei mir. Vor allem mit diesen schnellen Karren ist es halt eben auch mal schnell verbremst, ne? Ja, vielen Dank. Ich glaube in Ruhe, einen Puls über 100 beim Start hatte ich, glaube ich, noch nicht. War eigentlich immer um die 80. Also gestresst ohne Ende. Die Messlatte hängt hoch, Barclay, dank dir. Alles andere als ein Sieg wäre... Ja, du weißt, wie es läuft, ne? alles unter 2. Platz ist eine Niederlage. Oder hinter dem 2. Platz. Ich danke euch.
Aber es wird alles sehr eng aneinander, ne? Vorne, ich glaube, der vor mir war 0,012 vor mir. Hallo, Schatz. Ich danke dir. Bitte lass mich noch mit auf die Gerade kommen. Das wäre super. Ja, sieht gut aus. Oh. Ghost, warum wird er zum Fick nicht geghostet? Ich verstehe die Scheiße nicht. Jedes Mal dieser Müll. Bei anderen Rennen werden die beim Verbremsen dann schon geghostet. Meine Fresse. Sorry. Aber ich verstehe es nicht. Bei jedem Piss werden die geghostet und bei sowas, ja, nö, schieben wir mal noch eine halbe Runde vor uns rum. Ist die Karre auch noch so im Arsch, dass die erst noch ein paar Runden Scheiße fährt. Das wäre so gut gewesen, 3. Platz, ne?
Gott sei Dank gab das keine Strafe dafür, dass er den grünen Baller mitgenommen hat. Da ich schon hinten drauf gefahren bin. Ich glaube, der Belgier ist jetzt Position vorne. Das ist, glaube ich, jetzt Positionskampf. Ja. Ich gehe mal von aus, wenn es keine Strafe gab, war es seine Schuld. Und dafür ist mein Auto jetzt vorne kaputt. Jetzt zieh aber auch los, du Sack.
Ja, und jetzt geht's nämlich schon wieder los. Du hältst hier einfach auf ohne Ende. Meine Fresse. Zieh den Finger oder lass es bleiben. Problem ist aber, ich komme aber auch nicht jedes Mal weg. So, jetzt 7 Meilenstiefel. Der Deutsche hält ein bisschen auf.
Ah,
Da wäre so viel mehr drin gewesen. Mann. Also ich wüsste nicht, wie ich mich aus den 2 anderen Dingern, wie gesagt, weiter rechts fahren konnte ich nicht nach der ersten Kurve. Beim Boxen-Dings weiß ich nicht, was er da mich noch überholen muss unbedingt. Er hätte einfach hinter mir bleiben können. Ja, ansonsten eigentlich, also ich vermute, das wäre super aufgegangen, die Strategie. Milner, grüß dich. Ja, aber ich habe, vielen, vielen Dank. Ja, Verbremserchen waren drin, aber wie gesagt, die großen, die, wie gesagt, ja, da wäre, glaube ich, sogar der Sieg drin gewesen. Also Strategie ist die richtige Wahl, so wie es bei Barclay auch schon war. 60 Punkte. Also den zweiten hätte ich definitiv gekriegt. Ich bin aber der Meinung, auch den Briten hätte ich gekriegt. Ja. Wenn man immer nur wusste, muss ich nachher mal gucken, wo der gestartet ist. Ja, wie gesagt, aber aus den Fehlern habe ich... Wäre ich da durchgerutscht, wäre ich Dritter gewesen, dann hätte, wie gesagt, dann hätte ich nicht diesen Rückstand dann gehabt. Wäre viel mehr drin gewesen. Einfach so die erste Kurve, die erste Kurve wie Barclay überstehen, wisst ihr, um dann zu sagen, okay, die hinten holen auf oder haben wir Rückstand, hätte ich noch eine Runde. So, die Reifen waren okay jetzt gewesen, also wie in den Testrennen vorgestern. Aber halt, ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich hätte da fernhalten müssen können, weil der beim Boxenstopp, der fährt so weit links dann, wie gesagt, der hätte nicht vorbeiziehen müssen. Ich weiß nicht, was sein Ziel war. Ja, du bist aber auch ein Kackfahrer. Du hast eine S-Abwertung sogar. Da brauchst du nicht Glückwunsch schreiben. Also das ist so ein bisschen sehr starker Beigeschmack. Ja, grundsätzlich eigentlich von den Punkte her und trotzdem, ja, die Strategie ist, glaube ich, denke ich mal, gut. Selbst wenn du vorne fährst, bei Barclay zum Beispiel, da kannst du nochmal taktieren, eine Runde mehr, dass du dann mit den gelben und roten nicht so Probleme hast, aber dadurch, dass ich dann halt rausgeschmissen worden bin nach der ersten Runde, ja, kannst du das auf jeden Fall machen. Eine Runde die Weißen, auch mit dem Sprit ist wieder tiptop aufgegangen. Lars, ich weiß gar nicht, was du vor uns meintest mit Runden, 8 Runden, das ist zu lang. 8 Runden ist, achso, 8 Runden rot ist viel. Okay, ich hatte gedacht, du meintest das beim Sprit. Nee, wie gesagt, ging letztens ja auch bei den Testrennen super auf. Deswegen habe ich das ja genauso gemacht. Und egal wie, ob du vorne startest oder hinten startest, das lohnt sich. Oh, ich habe meinen Puls nur abgemacht, gar nicht ausgemacht. Entschuldigung.
Jetzt wird es nicht mehr angezeigt. Also ich habe keinen Ruhepuls von 124 jetzt gerade. Ich habe es einfach bloß abgegurtet. So, jetzt hören wir mal schnell die Belohnung ab und dann gehen wir nochmal in die Wiederholung. Nee, Reifen, du meintest sogar rot, 10 Runden, das passt. Runden. Ja, 9, ich weiß gar nicht, ich bin jetzt 7. Ja. Wie gesagt, aber ich habe es halt eben bei mir wirklich so wie beim Test, ich habe halt wirklich auf den Sprit geguckt, ne? Der Tank ist perfekt leer gegangen. Eigentlich alles optimal abgelaufen. So, hätte ich dann halt nicht diesen einen Idioten noch vor mir gehabt, dann durch jeden Unfall hast du ja trotzdem noch mal mehr Reifenabnutzung. Weißt du, oder mein Dreher, ja stimmt, ich hatte noch den Dreher, ja. Das war dann nochmal auch ein größerer Fehler. Ja, ist ein bisschen enttäuschend, weil halt doch, also von der Strategie her wäre halt viel mehr drin gewesen. Ich habe sogar die Top-Fahrer noch vorne überholt. Der Niederländer, der war dann nicht da. 2 und 3. Ja, der Bob hat sich strategisch sogar 2 Top-Fahrer weggeschnüpft. Ich weiß halt nicht, warum der Brite so nach rechts zieht, dass der mir dann vor die Karre fährt. Ja, der Norweger, das ist blöd, dass er da reinzieht. Ja, und warum er hier nicht geghostet wird, das ist mir echt zu hoch. Nee, Christian, ich würde da voll raushauen. Ich glaube, du musst hier nicht irgendwie einen Modus, weil du kriegst irgendwo nirgendwo so viel gespart, dass du vielleicht mal eine Tankfüllung nicht nachschießen musst. Das glaube ich nicht. Wie gesagt, wenn das so läuft wie bei Barclay, ich glaube, Barclay hatte gar keine Zwischenfälle gehabt, ne? Wenn du sauber die ersten Runden sauber durchkommst. Klar, bei mir war das Problem, die Leute, die waren recht schnell da nach dem Boxenstopp. Ich glaube, da
Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, nach dem Boxenstopp hatte Barkley, glaube ich, auch länger freie Dings gehabt. Ich hatte eigentlich auf ein paar Leute gehofft, die verlassen. Aber ja, ist absolut okay. Dritter Platz. Ah, trotzdem so. Da wäre mehr drin gewesen, ne? Da wäre definitiv mehr drin gewesen. So, ich glaube, groß Vorsprung muss ich ja gar nicht, weil es ja dann gleich wieder weitergeht. Mit der Aktion. Hat ja nicht lange gedauert, da kamen ja dann schon wieder die ersten. Das ist halt eben, ja, bei der Strategie ist das halt eben auch ein bisschen das Schwierige, ne? Du musst halt eben die ganzen total langsamen Fahrer, entweder vom Fahrerischen oder die vielleicht mit Weiß fahren, dann erstmal wieder überholen, ne? Ja, durch Glück, da war lange genug gesperrt. Ja, bin ich echt mal gespannt, wie die anderen, wie Jürgen und ihr drei, Lars, Jan und Chris, wie ihr da das hinkriegt. Wenn natürlich alle mit der Strategie äußerst erfolgreicher sein solltet, wie ich, dann ist es halt nochmal doppelt und dreifach ärgerlich, ne? Aber die erste Kurve wollte nicht mein Freund sein. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung. Ich gehe mal von aus, das hat auch immer mit was damit zu tun, ob du auf dem Gas bleibst oder bremst. Ich gehe mal von aus, der Brit ist auf dem Gas geblieben, somit wurde er als Rennfahrzeug auf dem Gas, egal ob er quer stand oder nicht. Weil sobald ich auf die Bremse gegangen bin, war ich ja geghostet. Wie gesagt, ich verstehe das Ghosting halt manchmal absolut überhaupt nicht. Es gibt Leute beim Anbremsen oder vor uns auch vor Startziel. Schon alleine beim Anbremsen wirst du da geghostet. Und dann gibt es so einen, wo jemand total quer steht auf der Strecke und ich schieb den einfach vor mir hin. Das ist wie auch bei der Boxeneinfahrt. Normalerweise müsste das Spiel doch erkennen, ey, da stehen Fahrzeuge in ungewöhnlicher Richtung zueinander. Musste mal den einen, der vorne weggeschoben wird, geghostet werden. Da kann ich echt froh sein, dass ich die Weißen drauf gehabt habe und nicht gesagt habe, jo, hier, fährst gelb, rot, weiß. Wäre schon wieder fatal gewesen. Huch. Das 3-Mille-Auto ist nicht meins, wenn ich... Ja, aber wie gesagt, wenn ich so manchmal die anderen Ghostings sehe, da frage ich mich, was da jetzt schief gegangen ist. Aber gut.
Ja, wie gesagt, ich glaube, ich hatte das Auto schon dazu gekriegt, wo ich das Spiel geholt hatte. So fährt sich eigentlich super. Rennstrecken, ne? Also jetzt, da kam halt zugute, dass wir die Strecke kennen und auch wieder nochmal Test gefahren sind. Und aber von der Strategie her, gut, ich glaube, im Testrennen bin ich gelb, rot, weiß gefahren. Aber vom Sprit her ist es auch wieder perfekt aufgegangen. Ja, von der Endergebnis vom Renngeschehen her ist äußerst erfolgreich. Ja, wie gesagt, wenn diese ganzen Scharmützel nicht gewesen wären, ne, dann was wäre noch drin gewesen? Ne? Weil Strategie, wie gesagt, beim Barclay, einwandfrei, ne? So, hier wäre auch viel mehr drin gewesen. Also, hätte ich diesen ähnlichen Dings, ja, da wäre halt, ja, hätte wenn, ich weiß, hätte Fahrradkette. Aber wäre ich da durchgekommen durch den ersten Vorfall nach der ersten Kurve, dann hätte ich ja den mit dem Boxenstopp gar nicht getroffen. Ja, die Strategie ist, glaube ich, ist Bombe, weil bisher, wie gesagt, hat man ja bei den Testrennen schon gesagt gehabt, bisher, es wurde mir mal geraten bei diesen 3 Reifenrennen, aber ich hatte dann doch, ich glaube, trotzdem gelb, rot und weiß genommen. Und, aber ja, also so von der Strategie her hat das Bombe gepasst. Einwandfrei. Wie gesagt, kommst du die erste Runde locker durch. Bei dir war es halt eben, du konntest noch ein bisschen spielen. Halt, hast gesehen, okay, die fallen hinter dir zurück. Kannst noch eine Runde länger. Das kam dann deinen Reifen zugute. Ja, wenn du so, dein Rennen ist perfekt gewesen. Vom Fahrerischen, von der Strategie her, vom Renngeschehen her, alles bombastisch. So, wie gesagt, hätte dieses Ghosting funktioniert, wäre das Rennen auch klar. Möglicherweise hätte ich dann hinten irgendwo andere Fehler. Aber ja, würde uns schon interessieren, wo es hingegangen wäre. Ja, aber auch eine Runde oder bist du mehrere Runden weiß gefahren? Ich habe halt vor uns nur Barclay verfolgen können und halt wirklich auch bis zur letzten Sekunde, bis mein Rennen losging. Wie gesagt, an alle, die dann auch nochmal streamen oder Videos hochladen, das werde ich mir dann alles dann im Laufe des Tages oder morgen dann angucken. Oder gegebenenfalls am Montag auf dem Weg zur Arbeit wieder früh in der Bahn. Ja, der Hunter. Ja gut, der Hunter ist dann hinter mir, wo ich dann diese Hagelei hatte mit dem, der in der Box ist. Da hat Hunter halt gleich sofort zack in die Box. Und ich glaube, da hat er dann ich glaube nach meinem Boxenstopp 9 Sekunden Vorsprung dann rausgefahren. Weil von der Pace her hätte ich ihn eigentlich auch halten können. Klar, hier war es glaube ich ein bisschen, hier ging er mir auf den Keks, weil er nicht wegziehen konnte, aber auch hier und da immer wieder die Tür offen gelassen hat für Angriffe. Und dann habe ich ihn, glaube ich, irgendwo mal ausgebremst, dass dann jemand sich vor ihn setzen konnte, glaube ich. Das Mauerkind war das am Ende. Und dann hat er ja am Boden verloren gehabt.
Ja, es war eigentlich auch so wie ich, so ein Fahrer, ne? Kann gut hinterherfahren, aber wenn er dann vorbei ist, kann er halt nicht wegziehen und das irritiert mich dann halt, ne? Weil das hat hier auch, dieses Hin und Her hat echt Zeit gekostet. Hier hat er halt in den Hit gekriegt, weil er diesen grünen Boller da erwischt hat. Da hat es ihn ausgebremst komplett. Aber da war ich halt froh, dass er, oder bei 2, 3 Situationen, dass das Spiel auch erkannt hat, dass es nicht mein Fehler war, sondern von dem vorne. Weil da hätte ich dann noch mehr gekotzt, hätte ich da eine Strafe gekriegt. Okay, alles klar. Ja, ich glaube, Barkley ist in der dritten Runde dann rein für Weiß, aber da hat er, das musst du halt sehen, wie es Rennen geschehen ist, ne? Wie war deine Entwicklung, Cisco, von Platz auf? Ja, ich war ja dann auf jeden Fall froh, wo man so ein paar Leute dann wusste, dass die vorhin dann Boxenstopp bereinigt, dass ich auf jeden Fall erstmal wieder in der Platzierung 8 war, so das Minimum. Da war ich dann schon beruhigt, dass die Strategie nicht so kaputt würfelt, dass ich vielleicht doch ganz weit hinten bin. Da war halt hier Rouge immer stark unterwegs. Da weiß ich nicht, obwohl ich auch voll Gas gefahren bin, aber der hatte wahrscheinlich eine andere Linie. Von 4 auf 2, sehr schön. Aber nicht irgendwie Zwischenfall gehabt, dass du nach hinten gerutscht worden, hier 12., 10., so wie ich. So, und jetzt gibt es hier irgendwo kleine Situationen, wo Mauerkind vorbeikommt und dann der blockiert und dann so ein bisschen. Deswegen, ja, eigentlich habe ich den geschnupft, den Belgier, ne? Aber der eine Boxenstopp-Typ hat es mir dann kaputt gemacht, weil der Belgier, glaube ich, gleich danach in die Box gegangen ist. Es war wieder gefühlt schon nirgendwo ein Fenster gewesen, wo man entspannen konnte. Es war wieder so Rennen, was von vorne bis hinten ultra anstrengend war. Und ich glaube, hinten raus gibt es dann noch so ein paar Überholmanöver, die glaube ich auch nicht ein zweites Mal so hinkriege. Okay, hier, guck mal, hier sind 3 Leute vor mir, die waren, glaube ich, ja, die hatten... Also rein, glaube ich, vom Boxenstopp war ich bereinigt, war ich hier erster Platz. Ja, hier habe ich halt reingekackt. Ja, ich glaube, hier geht jetzt der Deutsche vorbei. Das mir ein bisschen Luft verschafft hat.
Miau, miau. Hätte ich auch keinen Fehler machen dürfen. Ne? Da hätte ich drei Leute wieder vor mir gehabt. Ich war ja auch erstaunt, dass hinten raus dann so die Reifen noch mal so gut geworden sind, dass ich da hier und da mal noch Sektor-Bestzeiten und ich glaube auch noch mal eine schnellste Runde rausfahren konnte. Muss ich nachher mal gucken, welches Rennen dann das nächste. Ich glaube, das übernächste Rennen ist dann auch mit denen hier. Ich hoffe, da liegt mir das auch so gut auf der Strecke, dass ich da vielleicht mal einen Sieg reinfahren kann. Das Problem, was mir halt eben auch aufgefallen ist, dass es zum Beispiel im letzten Rennen, da habe ich ja mit den Staudis so gekämpft gehabt, der ein Platz vor mir gewesen ist dann, halt eben, ja, punktetechnisch halt minimal vor mir. Es gibt ja halt eben echt Verrückte, die fahren dann nochmal, dass der auf immer, ich glaube 18 Punkte mehr hatte wie ich. Da bin ich echt der Meinung, dass die das pro Rennen vielleicht auf 3 Versuche irgendwie einschränken, weil ja, war irgendwie auch ein bisschen deprimierend gewesen. Hast schön mit denen gekämpft, wirst du knapp geschlagen gegeben, hat halt ein paar Pünktchen mehr, ist okay, aber den dann halt eben in der besten Liste dann wieder mit 18 Punkten mehr dann zu haben, ist dann so, Grüß dich Jürgen oder J. Römisch-Katholisch Gaming. Bist du auch schon durch oder musst du noch? Ich weiß gar nicht, war das jetzt der Niederländer, der mir so vor der Karre fährt? Und vielen Dank nochmal an alle, die reingeschaut haben und reinschauen. Dankeschön. Und an alle Neuen, wenn es euch gefällt, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und unten in der Videobeschreibung bei den ganzen Mitstreitern reinschauen. Sehr gerne. Und da auch ein bisschen Liebe da lassen. Der ein oder andere ist schon gefahren, der andere lädt noch hoch. Oder fährt heute Abend 19, 20 Uhr. Genau. Ja, oder ab so einer gewissen Klasse dann halt eben, wenn du im B bist, dass du dann halt eine Begrenzung hast, ne? Wenn du so knappe Zweikämpfe gegen andere Leute hast, weißt du, und die siehst du dann aber auf einmal 500 Plätze in der besten Liste weiter, ist das immer so ein bisschen deprimierend. Ja, es steht mir frei, auch nochmal zu fahren. Aber ja, ist halt eben immer die Frage, ob das jetzt immer genauso ähnlich läuft, das Rennen, oder halt, ja, noch beschissener. Klar, war absolut nicht sauber das Rennen. Wie gesagt, die 2 großen Vorfälle.
Aber wer weiß, wie viel dann im nächsten Rennen sind, ne? Ich sag's halt ärgerlich, diese eine Karre, die da mir vom Auto hergeschoben wird, weil sie einfach nicht ghosten will. Ist halt, wäre ich da sauber durchgehuscht, viel mehr drin. Und das ist das immer so was so. Aber meistens immer nur ein Tag wurmt. Genau, weil ich glaube, der war das jetzt. Der hätte einfach, ich weiß gar nicht, hatte ich ihn überholt? Oder ja, normalerweise hätte mich einfach ziehen lassen müssen. Ich weiß es gar nicht. Weil, warum fährt er innen an? Das ist doch meine Linie. Warum? Ja, und hier überdrehe ich jetzt. Ja. Und hinten geht der Belgier jetzt auch kleine Boxen. Deswegen war der dann später dann auch wieder 9 Sekunden vor mir. Es war halt unnötig. Ich sagte, der hätte einfach mich vorbei, kurz anbremsen. Nein, er muss da innen und dann die Außenlinie. Ist doch klar, dass ich mir zurechtlege. Das ist, ist halt schade, dass so ein paar Leuten, die schnell fahren können, aber das fahrerische Verständnis fehlt. Ne? Da muss halt auf Kampf innen geblieben werden, obwohl das die Ideallinie ist. Was denkt er denn? Das, naja. Ein Sechster, ein Dritter und gerade zweiter Platz. Ja, der Dreher war dann, ja. Außen Stand dann beschleunigen ist halt bei der Karre kacke. In der Kurve. Ja, es waren halt so die 2,5, 3 Dinger, wie gesagt. Die Karre, die ich vor mir hergeschoben habe nach der ersten Kurve. Dann, dass der halt... Also, ich weiß nicht, Lars, ist das nur mein Empfinden so? Oder wenn man eine Box fährt... Weil mir fehlt da irgendwie so ein bisschen das Verständnis, wieso man so fährt, wenn man eine Box will. Oder er hätte, wenn er mich innen sieht, hätte er mich doch mal schnell... Nein, er zieht einfach rechts rüber, obwohl ich da bin. Wie gesagt, das ist... Weiß ich nicht, wie einen da so das fahrerische Verständnis dann weggeht, ne? Weiß ich nicht. Ach stimmt, hier hat mich ja der Dritte überholt, okay. Ja, da war der Boxenstopp-Bereich nicht schon vor mir. Ja. 60 Punkte ist stark. Ich glaube auch mit jetzt von den meisten Punkten. Gibt auch wieder einen ordentlichen Schub. Im Ranking, hoffe ich mal. Ja, aber wenn die hier solche Zeiten hinprügeln, ich verstehe es halt eben nicht, ne? Es ging doch auch, mit irgendjemandem hatte ich dann jetzt nochmal schöne Überholdinger, so mit gerade so ausscheren und einschnippeln und dann wieder dort reinstechen. Es geht doch. Also, wie gesagt, es ist... Ich glaube, das ist dann den ich noch für Platz 3 dann überhole. Später. Das ist... Weiß ich halt nicht. Ja. Das ist dann immer so beim Jürgen, wenn er sagt, er ist 3 Rennen gefahren und 3 böse Dreher.
ist das auch immer so eine Ansichtssache, ne, die ich auch immer gerne mal verfolgen würde beim Jürgen. Ähm, auch im Live einfach nur so, um die Rennsituation einfach zu fühlen, weißt du? Weil Jürgen schimpft halt eben auch viel über Rennsituationen, wo er aber auch immer ein bisschen zu sturköpfig ist und da unbedingt auch immer dabei sein muss, anstatt mal zu sagen, okay, gut, lass mal ziehen. Ja, hier hatte ich ja auch noch gedacht, Prost Mahlzeit, ne? Nach dem zweiten Boxenstopp. Doch so weit hintergerutscht. Okay. Ja, wie gesagt, ich hatte es vor uns mal getestet gehabt, weil das habe ich ja am Testrennen schon gehört, dass viele mit Traktion 1 und 2 gefahren sind. Ich, ich habe die Bude nicht mit Traktion 2 fahren können. 2 ist ja bei mir auch immer so das Standard. Aber ich bin die mit Traktion 3 gefahren. Also 2 äußerst schwierig und 1 ja schon mal gar nicht. Ne? Ja, live ist die Wahrnehmung nochmal, das kenne ich ja vom Formel 1. Live ist die Wahrnehmung, denn deswegen, wo damals noch diese ganzen Handgemenge waren mit Tower Nero, Cisco und, Schuldzuweisung und Anklagebank. Da habe ich mir auch gesagt, das muss man dann einfach später dann nochmal analysieren, aber das ist halt eben nochmal was anderes. Das dann oh, das ist schon mal weg. Ach stimmt, da hatte ich dann die größere Lücke dann. Ja, halt nochmal so vom Gefühl, ne, her, das live zu sehen und nicht hier bloß die TV-Übertragung dann. Ja, na, bei dir ist das halt eben auch nochmal was ganz anderes mit selber schalten und das, dies, jenes, ne? Oder auch beim Cisco. Ich sag, nee, die war so zickig, die Karre. Ich bin da auf 3 gegangen. Deswegen war ich ja vor uns auch froh. Ich bin ja dann, weil mich das gewundert hat, weil ich glaube die 52,4, die ich die ganze Zeit hatte, also entweder wechseln sich da Streckentemperaturen die ganze Zeit dann auf der Strecke, egal welchen Tag du fährst. Das ist zum Beispiel wie mit dem Regen, du fährst ein Dings, dann hast du hier Suzuka, letztes Rennen war das oder vorletztes. Du fährst Training, da hast du keinen Regen, so dann versuchst du den Abend nochmal, da regnet es nur die ganze Zeit, wo du gar keine richtige Zeit fahren kannst, die besser wird. Ne? Weil diese 52,4 war echt schwer und da war, glaube ich, auch das Beste von Jürgen eine 52,0 oder 52,1, wo ich mir dann in dem Testrennen gedacht habe, oh, eine 52,0 im Rennen ist stark. Deswegen war ich jetzt vor uns verwundert, wo ich das bei Barclay gesehen habe. Auf immer alle eine 51er Zeit, wo ich mir gesagt habe, ey Leute, sag mal, das ist jetzt schon wieder eine Sekunde schneller wie ich. Deswegen habe ich dann vor uns nochmal geguckt, aber ich konnte ja auch eine mittlere 51 fahren oder jetzt hier im Qualifying eine 50,6 oder sowas. Da war ich ja beruhigt, weil ich schon wieder gedacht habe, ich habe irgendwie was verhauen. Sogar 3, vielleicht muss ich dann 2 fahren oder auf Hardtraktion 3. Ist es nicht eher andersrum? Sind die roten nicht rutschiger, wo du mehr Traktionskontrolle brauchst?
Oder sehe ich das jetzt falsch? Ich glaube, die harten sind doch die festeren. Die festeren Reifen. Und da brauchst du weniger Traktion. Und bei den weicheren roten dann mehr. Das ist jetzt, musst du mal gucken, was schneller war. Das ist schon bei 1,48, 1,49. Was? Na, der Milner fährt eine 48, 49, aber nicht du, Jürgen. Milner brauche ich nicht als Referenz nehmen, da bin ich weit weg. Ich sag, wenn ich bei Ihnen vielleicht bestenfalls so 2 Sekunden dahinter bin, ist das schon top. Wenigstens habe ich hier in diesem rechts-links diesen Hubbel nicht wieder. Wie, was doch eher. Okay, habe ich jetzt nicht gesehen. Tatsächlich, ich glaube vor uns war 50,6 oder sowas. Und Milner eine hohe 1,48. Das ist dann sehr, sehr stark. Das ist halt eben immer die Frage, kriegst du die auch im Rennen hin? Weil ich glaube, diese Quali-Zeit, die 50 irgendwas, habe ich im Rennen nicht hingekriegt. (50,7), wie Lars gesagt hat. Ja, ich glaube, jetzt mit den Franzosen kämpfe ich dann jetzt noch so ein bisschen. So sieht man aus, wenn man gejagt wird.
Ach, hier war ich auch erstaunt, dass ich da mehr... Ah, okay, der hatte die Harten jetzt drauf. Ah, sowas ist halt geil, ne? Sowas macht Spaß. Aber hier merkst du dann, glaube ich, aber ab gewissen Punkt müssen wir mal gucken, was der für Zeiten fährt im Vergleich zu mir. Ich mit meinen roten abgenudelten gegen rote weiße, ja, rote weiße, rote harte. Das ist echt stark, ja. Wie gesagt, ich bin gespannt, wenn er jetzt noch das ein oder andere Rennen macht. Müsste er wieder dann ratzfatz wieder mehr Punkte haben wie ich. Wo ich jetzt schon sehr stolz auf meine 60 Punkte bin. Vor uns bei den Überholmanöver war ich halt eben auch erstaunt, dass ich mit diesen roten viel mehr beschleunigen konnte. Ich bin auch so mit der Frischling auf dem Auto, ja? Kann das sein? Nee, das Pleasure hat noch weniger Kilometer drauf. Julio. Crash auch. Ja, die Ausnahmerunde ist immer wieder so eine Sache, ne? Kannst du konstant so fahren oder war es halt dieser eine Peak, weißt du? Wo du frische Reifen hast. Aber wie gesagt, am Ende ist es eh wurscht. Hauptsache das Rennergebnis. Stimmt, ne? Ah, hier ist er ganz schön zickig jetzt, der Franzose. Aber hier habe ich dann wieder so ein bisschen am Boden gut gemacht. Ist dann immer gut, wenn dann hinter sich jemand streitet. Der Russe müsste ja eigentlich noch vorbeikommen. Aber der hat auch, das, wie gesagt, wenn du es hier siehst, der Russe mit abgenudelten Weichen kommt auch an frische Harte ran. Also die harten darfst du nicht ausfahren. Die sind einfach langsamer wie abgenudelte rote. Hier wollte ich jetzt eigentlich mal wissen, was da war. Die waren da die ganze Zeit grüne. Nee, ja. Wieso wurden wir denn hier?
Ha, verstehe ich nicht. Weil hier wurden jetzt grüne Flaggen. Da habe ich erst gedacht, oh. Doch nicht. Gut, keine Ahnung. Irgendwie war ich der Meinung, dass da Grüne gerade gewedelt worden sind. Ja, danke dir. Das sind halt solche Situationen, da, wie gesagt, wüsste ich nicht, wie ich mich anders verhalten soll. Deswegen, ja, ansonsten strategisch echt top. Ich weiß nicht, was du immer fährst, Jürgen. Hatten wir da jetzt schon drüber gesprochen. Wir haben bloß über Rennergebnisse gesprochen, ne? Aber Barclay hat es zum Sieg verholfen. Ich glaube, der hat jetzt sogar schneller eine 1 oben stehen in Dings als ich. Ja, und hier habe ich irgendwie Turbo langsam auf einmal gemacht. Das war ja letzte Kurve. Schön nah gekommen. Jo. Oh no. Warte mal. Moment. Ist dem Stare der Sprit ausgegangen? Ja, ist glaube ich wichtig. Der dreht weg. Und er bleibt einfach. Ich glaube, dem Holländer ist der Sprit ausgegangen. Aber so bleibt man das so stehen? Nee, man wollte doch eigentlich noch. Aber immerhin bester Deutscher. Ui. Und die Reifenstrecke, die komplett umgestellt, gelb, rot, weiß. Ja, ich werde nachher mal sehen, was du dann hochlädst. Das ist, ja, wenn du schnell bist, kannst du die wahrscheinlich, wenn du vorne wegfahren kannst, wahrscheinlich so fahren, ne? So. Dann haben wir das erledigt. Jetzt gucke ich noch mal, was das für die Wertung war. Ja, es geht nur mühsam hoch, ne? Selbst ein dritter Platz ist nicht viel. War das hier? Wo hat man denn diese Tabelle gehabt, wie viel Siege man hatte mit diesen, war das hier? Ja. Ich glaube, da hat Barclay jetzt sogar als erstes einen Pokal stehen für einen Sieg. Aber da stand ja förmlich der Holländer. Eine 49,8. Okay. Also hast du dann noch mal über eine halbe Sekunde gefunden sozusagen. Barclay. Rennsieger, Sieger 1. Da. Sieger 2. Da müsste bei mir eigentlich eine 0 stehen. Ja. Selbst Lars hat sogar mehr gewonnen wie ich. Cisco.
Cisco auch 0. Jürgen hat, glaube ich, ein paar mehr. Weil der ist ja an den 3. Und Milner. 123. Hoch. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Partnervertrag mit einem Hersteller Porsche. Steht das immer da? Ach, mit Gen. Achso, das ist noch vom letzten Manufaktur Cup. War ich mit dem goldenen Pokal schneller? Ja. Ja, Milner ist eh stark. Muss bloß mal schnell was gucken. Ach verdammt, Cisco hat mehr Follower. Lars hat genauso viel Follower wie ich. Hier oben habe ich gerade mal geguckt. Warum hat Cisco mehr Follower? Weil sich mehr Leute über den beschweren wahrscheinlich. Ja? Barclay hat auch mehr. Das ja. Nicht mal da kann ich einen Blumentopf gewinnen. Ja, das soll es aber hiermit erstmal jetzt gewesen sein. Wie gesagt, ja. Weiß ich halt nicht, ob ich hier irgendwas gerissen kriege. War das jetzt Sachsen? Ja, das war Sachsen. Ja, wie gesagt, Sachsen, wenn du siehst, was da so andere Sachsen für Punkte holen. Oder hier Staudi, was vor uns meint, ihr 72 Punkte. Obwohl da in meinen Rennen halt bloß eine Position vor mir war. Der hat dann nochmal total reingeschwitzt. Aber ja, bisher nur Bronze. Gut, alles klar. Wie gesagt, vielen Dank an alle, die jetzt dabei waren, die bekannten Gesichter. Vielen Dank. Wie gesagt, ich Glückwunsch alle, die schon gefahren sind, die ihr Ziel erreicht haben, vor allem Barclay Platz 1. Ich gehe mal von aus, du fährst heute nicht nochmal. Genau, alle, die zufrieden mit ihren Ergebnissen sind. Glückwunsch, alle, die nachher noch fahren, viel Erfolg. Ich werde versuchen reinzuschauen. Und an alle Neuen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und gerne unten in der Videobeschreibung bei den ganzen Mitstreitern reinschauen und Liebe da lassen. Und da gegebenenfalls heute Abend auch nochmal in den Lives dabei sein. Und ja, ich bedanke mich vielmals, wünsche euch noch einen schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!